Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Komm mal hier bitte her. Komm, trau dich mal. Komm mal her, mein Großer. Komm. Amari, komm mal hier rüber. Einmal hier rüber kommen. Komm mal hier rüber. So, super, klasse. So, schauen wir uns so ein Nashorn nämlich mal ein bisschen genauer an. Und das Interessante ist, wenn man hier ganz flach über den Rücken guckt, dann kann man nämlich überall kleine Haare sehen. Kleine, dünne, schwarze Haare, die man so im Normalfall eigentlich gar nicht sieht. Die fallen gar nicht auf. Und das ist auch der Grund, warum, wenn ich jetzt so ein Nashorn so ganz leicht berühre, spürt er meine Berührung. Ne? Weil viele glauben, dicke Haut, na, die Haut ist schon ein bisschen dicker, aber trotzdem sehr sensibel. Ne? Das heißt, ich muss da jetzt nicht draufhauen oder so, sondern es leicht berühren, dann spürt er das, weil die Haare bewegt werden. Ja? Und dadurch spürt ein Nashorn jegliche Berührung, ob die leicht oder ein bisschen härter ist, das ist kein Problem. Also das spürt er sofort. Ne, das ist das Besondere, das fällt einem gar nicht so auf. Wenn man näher rankommen kann bei einem Nashorn, dann wird das erst wirklich sichtbar. Ne? Das sind so kleine versteckte Haare überall. Ne? Man muss da schon ein bisschen genauer hingucken. Immer schön, wenn man das in der Sonne so sieht, wenn das so ein bisschen spiegelt, ne? Wo dann da wirklich diese kleinen Haare sitzen. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer aufs Nashorn gucken und uns eine Frage stellen. Wo hat das Nashorn am meisten Haare? Mal kurz nachdenken. Wir schauen uns ein Nashorn noch mal genauer an. Das wird gleich noch mal kurz eingeblendet vielleicht. Und also man geht einmal, wir haben jetzt ja gesehen, über den Rücken sind überall Haare verteilt, am ganzen Körper. Die sind so klein und schwarz, die fallen eigentlich gar nicht auf. Aber Nashörner noch an anderen Stellen jede Menge Haare. Und zwar einmal an den Ohren, am Ohrsaum. Da sieht man auch viele Haare. Am Schwänzchen hinten, ist ja klar, da hat also ein Nashorn auch ein paar Haare dran. Und ein bisschen unten an den Füßen. Da sind auch noch Haare dran. Aber ein ganz großer Berg an Haaren sitzt beim Nashorn sprichwörtlich auf dem Nashorn. Ne? Das Nashorn ist nämlich eigentlich nichts anderes als Haare. Und da kann man nämlich wirklich sehen, das ist den meisten gar nicht so bewusst, dass, ich zeige das mal hier, vielleicht kann man das sehen, ist ein bisschen schwierig jetzt durch die Kamera, ja, dass das einzelne Haare sind. Nichts anderes als Keratin. Ne? Das Horn eines Nashornes besteht aus Keratin, also im Grunde ähnlich wie bei uns Menschen, Haare und Fingernägel einfach ganz fest zusammengepackt. Ne? Und man kann dann immer sagen, wenn die sich so schuppeln, dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine kaputte Zahnbürste, so kann man das am besten beschreiben. Da kann man dann wirklich die einzelnen Haarstränge sehen. Ne? Aber da machen wir nichts dran an den Hörnern. Ne? Das machen die Tiere alles selber. Die sind alt genug. Die wissen am besten, wie sie mit ihrem Horn umgehen. Wir machen da nichts. Wir schleifen da nichts. Wir kratzen da nichts ab oder so. Das machen alles die Nashörner selber. Das können sie hier an den Steinen machen, an den Hölzern, was sie auch tun. Ne? Und die wissen am besten selber, wie man ihre Fingernägel schneidet. Das kann ein Nashorn sehr gut. Und diese Haut von einem Nashorn ist sehr sensibel. Ne, weil viele glauben, naja, das ist ja hier, da muss man schon richtig, ne? Ja, das ist ein guter Schutz, aber dennoch sehr sensibel. Das heißt, diese Haut muss auch gepflegt werden. Das heißt, so ein Schlammbad ist für Nashörner sehr, sehr wichtig. Ne, hat mehrere Funktionen. Einmal die Abkühlung, dann natürlich auch ein bisschen parasitenlos werden, ne? Und natürlich auch Sonnenschutz. Ne? Weil man darf nicht vergessen, Äquatornähe, sehr starke Sonneneinstrahlung. Ne? Das ist auch für ein Nashorn auf Dauer schädlich. Ne? Also im Grunde kann ein Nashorn auch einen Sonnenbrand bekommen, wenn es die ganze Zeit nur in der prallen Sonne stehen würde. Und man kann jetzt gut sehen, wie weit dieser Schutz greift, denn ich klopfe jetzt mal so ein bisschen hier drauf und dann sieht man sofort, dass der Staub hier sich schön
aufwirbelt. Ne? Und daran kann man dann sehr gut sehen, dass das immer so ein kleiner Schutz ist, der hier drauf liegt. Der muss auch drauf sein. Genauso ist das richtig. Und dafür haben wir eine große Sule hier im Dortmunder Zoo, extra für unsere Nashörner, die immer wieder neu aufgefüllt wird mit gutem Schlamm. Ne? Das ist ganz wichtig. Guter Schlamm ist wichtig für Nashörner. Und da können sie sich dann wirklich reinlegen, sich dann irgendwo abschubbeln. Oder der Pfleger hat manchmal die Gelegenheit, so ein bisschen nachzuhelfen mit der Hand oder mit einer großen Bürste und seine Tiere dann wirklich einen schönen Wellness-Tag zu geben. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Und unsere Nashörner hier sind natürlich schon besondere Nashörner, weil die genetisch unheimlich wertvoll sind. Ne? Und Breitmaul-Nashörner sind schon echt seltene Tiere mittlerweile geworden in Zoos und kommen gar nicht mehr ganz so häufig vor, wie man glaubt. Ne, an sich sind alle Nashörner bedroht, da gibt es eigentlich keine Art, die nicht stark bedroht ist. Die asiatischen noch viel, viel mehr als die afrikanischen. Das muss man leider dazu sagen, ne, wobei die afrikanischen schon sehr, sehr bedroht sind. Ne. Aber die Asiaten noch viel, viel mehr. Und vielen Leuten ist gar nicht so bewusst, dass es eben auch in Asien Nashörner gibt. Ja, also natürlich kennen wir das Breitmaulnashorn, das Spitzmaulnashorn in Afrika, aber weniger bekannt ist das indische Panzernashorn, das Sumatra-Nashorn oder das Java-Nashorn. Ne? Die sind nicht so bekannt, die sind noch viel stärker bedrohter, viel, viel seltener, sieht man ja auch nicht allzu häufig. Ne? Natürlich ist das Breitmaulnashorn so der bekannteste Vertreter der Nashörner. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, wie unterschiedlich die alle sind, also das Breitmaulnashorn kann man sagen, ist schon das größte, schwerste. Dann kommt so das Spitzmaulnashorn, dicht gefolgt vom indischen Panzernashorn. Und dann kommt eigentlich das Java-Nashorn und man kann schon fast sagen, das kleinste und urigste und eigentlich älteste Nashorn ist das Sumatra-Nashorn. Ne? Ist auch mal ganz interessant, weil man das gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es da verschiedene Arten eigentlich gibt. Jetzt eure Frage in die Kommentare schreiben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach unseren Kanal.